Weiter geht's im Ordner Content und Blueprints. Und zwar im Content Browser wollen wir jetzt die zwei Blueprints, das heißt die Standardcharaktere aus dem Starter-Content, den haben wir ja in bb-host einmal genannt und die Kopie davon bb-pacman. Dort gehen wir gleich hin und löschen einfach alles, damit wir dort neu anfangen können. Hierzu öffnen wir einmal den bb-host Blueprint Class. Das Ganze können wir dann markieren und löschen. Und bei dem bb-pacman genauso alles markieren und löschen. Dann können wir hier den bb-host nochmal öffnen, und zwar den Viewport. Dort einmal die Mesh auswählen. Und auf der rechten Seite bei Mesh Skeletal Mesh dort über den Pfeil den einmal rausschmeißen, den Mannequin. Dann einmal auf Add. Unter Components Static Mesh auswählen. Das Static Mesh kommt dann unter das Mesh als Kindelement. Und beim Static Mesh auf der rechten Seite dann wählen wir unseren Ghost aus. Das heißt, wir haben dann den Static Mesh hier einmal zugewiesen. Dann liegt er hier einmal rum als Modell. Die Materialien Yellow und M-Glass sind dort auch schon zugewiesen. Den drehen wir einmal um 90 Grad, damit er steht. Und verschieben ihn einmal, damit die Kapsel-Component auch passt. Nach oben. Und machen den ein bisschen kleiner. Verschieben ihn so ein bisschen, dass das insgesamt so passt. Der muss ja ein bisschen über den Boden fliegen. Dann können wir das Static Mesh nochmal auswählen. Kopieren das Static Mesh einmal, duplizieren das. Und für das Duplikat Static Mesh 1, da können wir statt den Ghost einen anderen auswählen. Und zwar den Ghost A. Das sind die Augen von dem. Die verschieben wir dann ein bisschen höher, rotieren das Ganze noch und positionieren das dann entsprechend, dass man auch das Auge sieht beim Ghost. Können das so ein bisschen noch präziser machen. Sodass die Augen halt in dieser Höhle sind. Mit Alt gedrückt kopieren wir das Ganze und verschieben das in die andere Richtung. Und somit haben wir das zweite Auge. Das verschieben wir noch ein bisschen, platzieren das noch, sodass das richtig ausgerichtet ist. Kompilieren und speichern, wenn ihr soweit zufrieden seid. Static Mesh 1 und Static Mesh 2 können wir dann alle drei einmal auswählen. Und zwar alle drei ausgewählt auf der linken Seite, damit wir von allen drei die Details gleichzeitig ändern. Dann brauchen wir das nicht für jeden einzeln machen. Gehen dann unten unter Collision Presets, da einmal draufklicken, drücken.
Hier wählen wir dann Overlap All aus. Kompilieren und speichern. Dann können wir den BP-Host einmal verschieben. Machen wir den Pacman weiter. Viewport. Und beim Viewport einmal auf die Mesh klicken. Und die Mesh, da können wir einmal Skeletal Mesh auswählen und wählen unseren Pacman aus. Dann haben wir einmal den Pacman. Wenn ihr den Import richtig gemacht habt, habt ihr auch die Materialien richtig. Bei mir muss ich die neu zuweisen für Materials Element 0 und Element 1. Das erste Mal verschiebe ich die nach oben, drehe den 90 Grad, dass der so einigermaßen in der Kapsel-Component ist. Kompilieren und speichern. Dann kann man den noch ein bisschen größer machen. Oder ein bisschen kleiner, damit er halt richtig passt in die Kapsel. Auch bei ihm auf die Mesh geklickt, dann auf der rechten Seite unter Collision Presets. Der braucht da auch eine andere Collision. Und zwar Overlap All. Kompilieren und speichern das. Ich habe die Collision Presets nochmal zurückgesetzt auf Charaktermesh. Kompilieren und speichere das. Dann öffnen wir die Kapselradius, also die Kapsel-Component, und können dann den Radius unter Shape einmal größer machen, damit er in diesen Mesh passt, dass das auch so ein bisschen rund ist. Kapselradius ein bisschen größer setzen, ungefähr 49, 50. Dann können wir bei Components oben links auf Add eine weitere hinzufügen. Hier haben wir dann das Point Light. Ein Point Light hinzufügen, dann oben drüber packen. Und wenn wir den Pacman dann einmal ausgewählt haben, also die Mesh, dann ganz runter scrollen auf Lighting und hier gibt's Cast Shadows. Die einmal deaktivieren. Das Point Light kann man noch ein bisschen verschieben, ein bisschen höher setzen. Und beim Point Light können wir halt unter Light und dann Color da draufklicken und auch eine andere Farbe wählen. Und zwar sowas, ja, ein bisschen gelblicher. Bei Light Color ein bisschen gelblicher. Dann haben wir die Intensity dort. Die können wir auch noch anpassen. Sowas wie 2500. Kompilieren und speichern das. Dann können wir den BP-Host nochmal öffnen. Die Blueprint Class für den Geist. Dort dann unter Components auf Add. Hier auch wieder unser Point Light auswählen. Und das Point Light, das schieben wir auch so ein bisschen höher über den Geist. Hier können wir auch die Intensität anpassen auf 2500 und Light Color. Ja. Das ist halt, ja, Geschmackssache. Ich habe das mal wieder rausgekickt. Ihr könnt das bei euch natürlich noch belasten mit dem Licht. Speichere das so. Dann wieder zurück zum Pacman.
Der müsste auch soweit eingerichtet sein. Das heißt, da können wir einfach beim nächsten Video weitermachen. Dann sehe ich euch dann. Bis gleich.